Liebe Gäste von Tech und Law TV, herzlich willkommen zu unserer September-Ausgabe. Diesmal haben wir was ganz Besonderes für Sie bereitzuhalten. Es geht um KI, Datenschutz und Regulierungstrends. Und zwar mit meinem Ehrengast, dem Hamburger Datenschutzbeauftragten Thomas Fuchs, im Gespräch. Lieber Fuchs, vielen Dank, dass Sie zu Tech und Law TV kommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das haben wir sehr gerne und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind immer besonders, die Click-Rates sind sehr hoch, wenn ein Datenschutzbeauftragter zu uns spricht und quasi als Orakel in die Zukunft blickt und die großen Geheimnisse verrät. Was sind denn jetzt die Regulierungstrends der Behörde und wo droht das nächste Bußgeld? Aber ich fange mal ganz anders an. Sie haben im November 2001 angefangen, sind also 21, Verzeihung, natürlich. Im November 2021 angefangen, sind also vergleichsweise neu dabei. Wie war der Aufschlag sehr hart? Nö, hart eigentlich nicht. Also ich wollte das ja machen, also ich habe mich ja dafür beworben und war, glaube ich, in diesem Digitalthema früher schon im Kontext von Medienrecht und der Medienanstalt drin und habe relativ früh gemerkt, dass das Haus eigentlich ganz kompetent ist. Also man wird ja dann doch getragen von guten Mitarbeiterinnen. Insofern war der Anfang nicht so hart. Was mich überrascht hatte am Anfang war, dass man doch sehr viel Zeit erstmal mit inneren Strukturen verbringt. Also ich würde sagen, das erste Jahr hätte ich gedacht, gehe ich mehr raus und musste doch relativ viel so Verwaltungsstrukturen, Abläufe ein bisschen reformieren, umstrukturieren und diese ganzen Prozesse machen. Das hat mehr Zeit gekostet, als ich vorher gedacht hätte. Aber war eine gute Grundlage jetzt für die nächsten Jahre. Sie haben ja gesagt, Sie haben das ja gezielt gewählt. Sind Sie da mit einer bestimmten Agenda reingelaufen und gesagt, jetzt Datenschutzrecht neu erfunden? Falls ja, wie viel ist von dieser Agenda abgearbeitet und übrig? Ich weiß nicht, ob das Wort Agenda passt, aber ich hatte sozusagen eine gewisse Prämisse und die Prämisse war und ist, dass wir als Gesellschaft ja erst am Beginn der digitalen Transformation sind und nicht, wie viele denken, schon ganz weit fortgeschritten. Dass wir insbesondere in Deutschland einen großen digitalen Nachholbedarf haben. Ich glaube, das ist unbestritten. Und dass der Datenschutz, sei es zu Recht oder zu Unrecht, dieses Image des Bremsers hat oder des Hemmschuhs bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung. Und was mich umgetrieben hat, war die Frage, wie kann das Datenschutz schaffen, eher Teil der Lösung als Teil des Problems zu sein? Und das ist, glaube ich, sozusagen das Kernmotto, wenn Sie so wollen, meine Amtszeit und prägt dann auch eine Agenda im Einzelnen. Und Ihre Frage war, wie weit sind wir fortgeschritten? Ich glaube, da gibt es zwei Blöcke. Das eine ist die Zusammenarbeit mit der Stadt. Also ganz wichtig ist ja, dass die Digitalisierung des öffentlichen Sektors vorankommt. Und da haben wir es, glaube ich, jetzt geschafft, sehr viel früher in die Prozesse einbezogen zu werden. Ganz am Anfang, wenn IT-Projekte starten, schon gefragt zu werden, wo würdet ihr beim Datenschutz darauf achten? Das ist sehr wichtig. Und was sozusagen Datenschutz in der Privatwirtschaft anbelangt, werden wir, glaube ich, Stück für Stück auch bundesweit besser, stärker zu sagen, wie Dinge gehen, als zu sagen, wie Dinge nicht gehen. Und das ist, glaube ich, auch die Entwicklung, die weitergehen muss. Wird denn das Angebot von Ihnen dann auch angenommen, jetzt von der öffentlichen Hand, dass Sie frühzeitig eingebunden werden, damit es eben nicht, wie wir das ja häufig auf Bundesebene auch zu beklagen haben, gesagt wird, Datenschutz ist der Bremser? Also wie gesagt, ich glaube, es wird besser. Es war in der Tat in meiner Wahrnehmung so, dass früher hat auch die Stadt ein IT-Projekt gestartet, dann wurde fröhlich rumprogrammiert und dann 3 Wochen bevor es starten sollte, wurden uns die Unterlagen zugeschickt und dann musste man sagen, so geht's nicht. Und das wird dann ja auch schnell öffentlich. Das kennen wir auch beim E-Rezept oder bei ähnlichen Themen. Und wir sind jetzt in relativ vielen Projekten drin, die wirklich ganz früh am Anfang, bevor die erste Softwarefirma ausgeschrieben wird gefragt, auf welchen Datenschutzaspekt müssen wir achten. Ja, also ja, es wird angenommen, noch nicht durchgehend und wir müssen auch noch, glaube ich, uns ein bisschen breiter aufstellen. Aber an sich sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und auf der Unternehmensseite sind Sie da auch quasi Partner und Mitgestalter oder sind Sie da Vollstrecker und Jäger? Also oder Jäger und Vollstrecker, so rum. Wir sind natürlich eine Datenschutzaufsichtsbehörde und wir handeln aufsichtlich und können auch Bußgelder verhängen. Das muss ich Ihnen und Ihren Kunden jetzt nicht sagen. Aber ich möchte ein Beispiel vielleicht hervorheben. Wir haben vor 4 Monaten einen Beschluss der DSK gefasst zum die sogenannten PUR-Abos, also eine Einwilligungsalternative für Publisher sehr wichtig im Bereich der Cookie-Banner. Und das ist eigentlich eine der
ersten Beschlüsse, wo wir richtig sagen, dieses Modell halten wir für zulässig und wenn ihr das so und so macht, dann könnt ihr eure Inhalte an den Kunden oder an den Abonnenten bringen. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, weil wir in einem sehr detaillierten Bereich für die Branche hochwichtig jetzt auch mal eine Grundlage gegeben haben, die sagt, wenn ich euch daran halte, dann ist es okay. Und da finde ich, da können wir noch sehr viel mehr leisten, dass wir eben nicht nur nachträglich sagen, so hättet ihr es nicht machen dürfen, sondern halt mehr vorher sagen, das wäre eine Struktur, auf die ihr aufsetzen könnt. Also da rennen Sie offene Türen ein. Das habe ich so noch nie gehört. Und jetzt mal gesprochen für unsere Mandanten und für uns selbst begrüßen wir natürlich sehr, weil das genau diese Handlungsanweisung, so geht es. Das ist das, was der Markt eigentlich braucht. Und die Frustration ist eben so groß, wenn man immer nur hört, nee, geht nicht. Ne? Genau, ich glaube, es ist ein bisschen Kommen und Geben und Nehmen. Also es gibt jetzt zum Beispiel das Institut der Code of Conducts 4041 DSGVO. Wundert mich selbst, dass die Branchen das so wenig initiieren. Das muss ja auf Antrag kommen, finde ich ein super Instrument. In Süddeutschland gibt es ein bisschen mehr. Also insofern ist es, glaube ich, auch nicht nur so was, was man uns vorwerfen kann, sondern ich glaube auch die Unternehmen oder gewisse Branchen müssen auch von sich aus sagen, wir haben dann die Idee, können wir die mit euch mal sozusagen strukturell besprechen. Und ich werde dafür sehr offen, diese Gespräche weiterzuführen. Das ist ja gute Nachrichten. Dann steigen wir auch mal gleich ein in die Digitalisierung, KI, ChatGPT. Da sind Sie ja selber auch sehr stark involviert. Wie sieht das da aus? Ich antworte jetzt erstmal förmlich. Also wir haben ein laufendes Verfahren gegen OpenAI. Also wir sind die meisten deutschen Aufsichtsbehörden. Da sind wir jetzt in der zweiten Runde einer Fragewelle. Wir haben den Fragebogen übersandt, die haben geantwortet, die haben noch Nachfragen. Es gibt einen ähnlichen Prozess in Europa. Da gibt es eine Taskforce, die sich damit befasst, in der auch das Thema Google Bard mit befasst ist. Weil man sagen muss, dass Google Bard insofern besser läuft, weil es schon dokumentierter ist, weil die vorher die irischen Kollegen gut eingebunden haben. Und das, ja, muss man offen sagen, wir sind mitten im Verfahren, da stellen sich viele grundlegende Fragen. Ich glaube, uns allen ist klar, dass KI die Arbeitswelt weiter verändern wird und dass das nichts ist, was man pauschal gut oder schlecht finden oder verbieten kann oder will. Aber wir müssen natürlich schon noch mal hinterfragen, wie ist das, was da jetzt vorhanden ist, eigentlich entstanden. Und vor allen Dingen müssen wir dann, glaube ich, im zweiten Schritt auch mit den Unternehmen besprechen, in welcher Form kann das eigentlich datenschutzkonform angewandt werden. Und das ist vielleicht für mich die fast entscheidendere Frage. Es geht ja nicht so sehr darum, wie nett oder nicht nett ist OpenAI, sondern die Frage ist ja, was jeder einzelne datenschutzrechtlich Verantwortliche mit diesen Modellen macht und wie er sie wiederum einsetzt. Und da wird er in die eigene Verantwortung gehen müssen. Wir haben ja Stichwort KI bzw. AI. Ja, wir haben ja immerhin einen AI-Act in Europa, der versucht, das ein oder andere Problem ja am Schopfe zu packen. Wird denn die Datenschutzproblematik, die wir bei ChatGPT haben, da nun mitgeregelt oder soll sie noch mitgeregelt werden? Das ist ja noch ein Stück weit offen. Und versprechen Sie sich was davon, dass der AI-Act jetzt mal alle Probleme löst? Frage so gestellt. Ja, differenzierte Antwort. Also erstmal ist es ja richtig, dass die EU diesen AI-Act auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, dass der Grundansatz des AI-Acts, der ja sehr risikobasiert ist, richtig ist. Das wird der DSGVO immer vorgeworfen, dass diese Risikoansatz nicht so verfolgt. Ob jetzt das Einbeziehen dieser Sprachmodelle in den AI-Act, wie im Entwurf vorgesehen, richtig ist, da hätte ich meine Zweifel. Also ich glaube jetzt nicht, dass ChatGPT nur Hochrisikotechnologie ist. Insofern hoffe ich, dass der Trilog das wieder ein bisschen pragmatischer macht. Und drittens die Frage, wie ich den AI-Act dann umsetze. Das wird ja auch von der Behördenstruktur sehr interessant. Und ich glaube, dass es für uns alle am besten wäre, wenn auch die Marktbeobachtung des Einsatzes der KI in den Unternehmen durch die Datenschutzaufsichtsbehörden stattfindet. Und dafür werden wir uns, glaube ich, nächstes Jahr auch stark machen, dass das eine Rolle ist, die uns zukommen sollte. Sehr interessant. Damit haben Sie meine nächste Frage beantwortet. Nein, gar nicht, Entschuldigung. Aber ich finde das ja gut, weil das ist ja in der Tat diskutiert, ist auch bei den Unternehmen wird AI interessanterweise häufig bei der Datenschutzabteilung damit verkoppelt, aber vielleicht auch nur, weil es irgendwie um Daten geht und die denken, naja, Datendigitalisierung, da gehe ich daran. Wenn das so ist, dass das auch in die Zuständigkeit der der Datenschutzaufsichtsbehörden kommt, obwohl ja im AI-Act
steht, DSGVO bleibt unberührt. Befürchten Sie da nicht so eine Art Interessenkonflikt oder Vermengung in irgendeiner Form? Oder wird man das Ganze auseinanderhalten? Oben ist Herr Fuchs und dann hat er so zwei Arme, einmal KI und einmal Datenschutz, oder wird das als Paket dann reguliert? Das sind sehr richtige Fragen. Mein Bild davon ist folgendermaßen. Erstmal glaube ich, dass es für niemanden, weder für die Unternehmen noch für das Thema besser wäre, wenn es mehrere Behörden gibt, die dann auf verschiedene Teilaspekte desselben Einsatzbereichs gucken. Insofern ist es, glaube ich, einfach schlichte Verwaltungsvereinfachung, wenn es in einer Hand liegt. Und dann, das gilt auch für die anderen EU-Rechtsakte, ist ja dieser Satz, die DSGVO bleibt unberührt, insofern eher eine rechtstechnische Aussage und ich glaube keine realitätsnahe, weil natürlich verschiedene Gesetze, die dieselben Gegenstände betreffen, miteinander in Kontakt treten und die Auslegung auch gegenseitig verändern. Das werden wir auch bei DSA, DMA und Data Act, glaube ich, merken auf die Dauer. Und insofern habe ich eigentlich eher das Bild von einer kohärenten Aufsicht, die sozusagen versucht, beide Aspekte gleichzeitig zu betrachten. Also Datenschutz, KI, und Sie haben ja auch schon die Stichworte genannt, Data Act, DSA, DMA, das ist ja eher kartellrechtlich. Aber nehmen wir mal den Data Act, da geht es ja mehr um Datenökonomie. Soll der auch noch von den Aufsichtsbehörden, also haben wir jetzt dann 3 Säulen oder die dann lieber nicht? Ich glaube, die erste Säule, und das halte ich für sehr naheliegend, wird der KI-Akt sein. Da sehe ich auch nicht, ehrlich gesagt, wer das sonst machen sollte. Die SA ist jetzt ja geklärt durch den Gesetzgeber, dass es zur Bundesnetzagentur geht. Das ist wahrscheinlich in der Struktur auch richtig. Das ist ja auch eher eine Koordinierungsfunktion. Die MA, haben Sie recht, ist eher Kartellrecht. Da sind wir auch beteiligt. Ich bin zum Beispiel dieser High-Level-Group zum DMA, sitze ich zusammen mit dem Kartellamtspräsidenten drin. Also da gibt es sozusagen ja eher Kooperationsformen. Und, aber um Ihrer Frage nicht auszuweichen, Data Act. Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, ja, warum sollten nicht die Datenschutzaufsichtsbehörden sich entwickeln zu Datenregulierungsbehörden? Was den Charme hätte, dass diese ganzen Konflikte, die da drin sind, also wie kann ich sozusagen ökonomische Anwendung von KI, Datenschutz und Datenteilen gewährleisten, dass wir diese Konflikte auch in uns auftragen müssen und das kein Duell von verschiedenen Behörden oder Organisationen ist. Insofern fände ich das persönlich spannend. Da wir beim Data Act beteiligt sein werden, weil man ja immer gucken muss, wo endet das personenbezogene Datum und wo ist es nur ein Maschinendatum. Aber ich glaube nicht, dass das kommt. Also das hat auch schon fast organisatorische Gründe. Die Datenschutzaufsichtsbehörden sind unabhängig, die KI-Behörden sind wahrscheinlich auch unabhängig, hängt vom Trilog ab. Die Data Act-Behörden werden wahrscheinlich klassische Wirtschaftsbehörden sein. Insofern ist der Schritt wahrscheinlich zu groß, aber intellektuell fände ich es spannend. Ich finde das sehr schön, auch das Bild, dass man den Konflikt quasi innerhalb der Behörde austragen muss, den ja sonst jetzt mal aus Sicht der Wirtschaft die ganze Zeit hat und das für sich austarieren muss und das natürlich auch manchmal beklagt, dass sie sagen, ja Gott, nein sagen ist ja einfach, aber jetzt haben wir den Data Act, wie sollen wir das zusammenbringen? Finde ich spannend. Ich würde das auch begrüßen, wenn die Datenschutzaufsichtsbehörden sich dem auch annehmen und dann das entspricht ja offenbar auch Ihrer Marschrichtung, dass Sie da eher gestaltend tätig sein wollen und lösungsorientiert. Das wäre dann quasi ja auch der Weg in die Richtung. Das würde den verstärken, genau. Aber wie gesagt, ich halte das für relativ unwahrscheinlich, weil das doch ein sehr großer Schritt auch in eine andere Struktur, was Behördenlandschaft wäre. Quasi innerhalb der DSK so eine einheitliche Meinung oder gibt es auch, ich sag mal, Puristen, die sagen, Finger weg mit dem Teufelszeug, wir bleiben beim Datenschutz? Ja, also Purist klingt jetzt zu negativ. Es gibt Kollegen, die mit guten Argumenten sagen, lass uns lieber unsere Sache richtig machen, als zu groß zu werden. Das lässt sich auch hören. Ein Diplomat. Ja, ist so. Ich glaube, da gibt es also verschiedene Meinungen, die alle ihr Recht haben, ja. Ja, und jetzt mal abgesehen von KI, was ja wirklich in aller Munde ist. Ich persönlich finde den Data Act ja fast noch spannender, aber das set aside. Was sind noch so die Hot Topics der Regulierungsbehörden, Ihrer Behörde oder vielleicht auch noch größerer Rahmen DSK, noch größerer Rahmen EDSA? Gibt es da irgendwas, was man wissen sollte? Also was wir gerade sehr konsequent machen, was sicherlich einige Hamburger Unternehmen auch schon mitbekommen haben, ist, dass wir jetzt die TTDSG
Umsetzung prüfen sehr systematisch. Das ist eigentlich fast die größte Prüfoption, die wir machen. Das heißt, also Webtracking, Cookie-Banner-Gestaltung vor dem Hintergrund des relativ neuen TDDSG machen wir jetzt sehr systematisch. Ich würde sagen, die großen Hamburger Firmen mit relevantem Online-Geschäft haben schon von uns gehört. Und das wird sicherlich auch noch weitergehen. Also die das jetzt hören und die für die Cookie-Banner-Gestaltung ein Thema ist, gucken Sie drauf, ob Sie die DSG-Anforderungen umsetzen. Dann haben wir mal was ganz Konkretes. Wir haben eine laufende Prüfung im Bereich Wohnungsvermittlung, also Maklerbüros. Also welche Daten werden von mir als potenziellen Mieter verlangt, wenn ich mich für eine Wohnung nur interessiere und noch gar nicht der Kunde bin, Stichwort Schufa-Auskunft. Da gehen wir relativ tief rein. Wir haben jetzt eine große Prüfung, was Inkassounternehmen anbelangt, gerade im Hinblick auf Betroffenenrechte. Also das sind so ganz konkrete Schwerpunktprüfungen, die wir von uns aus machen. Und ich glaube, das größte Thema jetzt und in der nächsten Zeit, sowohl europäisch als auch in Hamburg, auch als in Deutschland, wird alles im Kontext Gesundheitsdaten sein. Da bin ich ganz sicher, das wird das Megathema. Also Gesundheitsdatennutzungsgesetz aus dem Lauterbach-Haus, European Health Data Space und dann die Auswirkungen auf Krankenhäuser, Ärzte, elektronische Patientenakte, unser Leben. Und das alles bei Artikel 9 Daten. Da bin ich sicher, das wird ein Riesenschwerpunkt für die nächsten 2 Jahre werden. Und da gehen Sie auch, wie unterscheiden wir zwischen proaktivem Verwaltungs- oder Behördenverhalten und reaktivem, also sprich, was per Beschwerde reinkommt. Da gehen Sie auch proaktiv rein. Also wir sind ja an sich sehr beschwerdegetrieben. Das habe ich auch immer ein bisschen am Anfang als Schwäche identifiziert, dass wir, was gut ist, 4.000 Hamburger Bürgerinnen und Bürger beschweren sich im Jahr bei uns. Das ist viel. Tendenz aufsteigend, absteigend? Ein bisschen absteigend. Wir haben jetzt, glaube ich, den Höhepunkt erreicht. Das ist auch ganz gut für die Tagesbelastung. Das finde ich gut, ist auch wichtig, versuchen wir auch gut zu machen, aber ist natürlich von außen geprägte Themensetzung. Dann machen wir proaktive Prüfungen in Bereichen, wo wir sagen, das macht jetzt mal Sinn, Inkasso, Makler. Und Gesundheitsdaten wird, glaube ich, so eine Mischung sein, weil das ist ja, es wird dann Bundesgesetz sein, das Bundesgesetz muss umgesetzt werden und die Form der Umsetzung, die müssen wir proaktiv begleiten. Da können wir nicht warten, bis der Bürger sich beschwert, sondern müssen wir gucken, wie granular ist die Widerrufsmöglichkeit in der elektronischen Patientenakte geregelt, wie gestaltet eine private Krankenkasse in Hamburg das aus. Also das wird sehr tiefgehend sein und da können wir nicht 3 Jahre warten, bis die erste Beschwerde kommt. Ja, und da werden Sie auch das Thema, was wir vorhin hatten, AI und KI wiedersehen. Ja. Das weiß ich aus meiner Praxis, dass die ganzen KI-Anbieter also quasi um die Krankenhäuser schwirren und die schönsten Angebote machen und doch nur ihre KI so ein bisschen auf den Patientendaten nur trainieren und versprechen alles, klar. Weil die Gesundheitsdaten sind so im Business so ein bisschen eine echte Goldwährung. Da sind alle ganz scharf drauf. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Da ist KI natürlich auch stark. Also Bilddatenauswertung, das ist natürlich ein riesiges Potenzial für die medizinische Forschung. Und was ist mit unserem, ich sag mal, Bestseller aus den letzten beiden Jahren? Data Transfer, hat sich das jetzt beruhigt durch den US-EU Data Privacy Framework oder bleibt das so ein Dauerbrenner? Also meine klare Ansicht ist, es gibt einen Angemessenheitsbeschluss, das ist jetzt die Rechtslage, auf der Rechtslage handle ich. Wir haben vorgestern bekannt gegeben, dass wir unser Verfahren gegen die Senatskanzlei wegen des Einsatzes von Zoom beendet haben. Also wir haben uns mit der Stadt Hamburg verglichen und haben einfach festgestellt, die Rechtslage ist jetzt September 23 eine andere als Sommer 21 und wir führen jetzt keinen Prozess, um feststellen zu lassen, ob es vor 2 Jahren richtig war. Also insofern, ganz platt gesagt, ich beende jetzt Verfahren, die die alte Rechtslage befassen. Insofern ist die USA-Lage jetzt erstmal okay. Also korrekt gesagt, für die Unternehmen, die da zertifiziert sind auf der Liste. Bei den anderen brauche ich noch STC und TIAs, klar. Ja. Die TIAs sind aber auch leichter, weil ich ja den Angemessenheitsbeschluss habe. Also insofern, verkürzt gesagt, ist USA fein. Aber was ja gerne vergessen wird, es gibt nicht nur die USA. Wir haben vom ETSA jetzt wieder mit Gutachten bestätigt, wir haben China, Russland, die Türkei, Indien, Brasilien, Mexiko. Also es gibt doch große Länder, mit denen auch Handel getrieben wird, mit einem nicht angemessenen Datenschutzniveau.
Und das darf man nicht ganz vergessen, wenn wir über internationalen Datentransfer Das ist das, was uns auch immer ein Stück weit auffällt, dass wir denken, Mensch, die armen USA, also inzwischen hat sich ja wirklich schon ein bisschen Mühe gegeben und man sieht es ja auch auf Bundesstaatenebene, überall poppen neue Gesetze auf und auch im Umgang übrigens mit den Mandanten. Die Awareness in dem Bereich hat sich in den letzten 4, 5 Jahren absolut geändert und verbessert. Aber um dann noch einmal nachzuhaken, Sie haben es kurz erwähnt, nach Ihrer Meinung haben alle die, also die Unternehmen, die nicht selbst zertifiziert sind unter dem Data Privacy Framework, die also mit Standardvertragsklauseln arbeiten, partizipieren dennoch davon, weil das doch relativ stark in das Tier quasi ausstrahlt. Genau so. Also wir haben jetzt Tier-Light, wir können die Tiers eigentlich runterdampfen. Aufs Wesentliche brauchen sie aber noch. So, also, genau so würde ich sehen. Die Tiers können sehr viel schlanker werden, genau, aber sie können im Grunde davon profitieren, dass es die Struktur des Frameworks gibt. Interessant. Sie hatten vorhin auch schon angesprochen, kurz als wir über Behörden geredet haben, über DMA-Kartellamt und gesagt, dass Sie da mit dem Kartellamt zusammenarbeiten, mit dem Bundeskartellamt. Man könnte ja auch denken, dass sie sich bei der einen oder anderen Sache gar nicht so richtig einig sind und vielleicht auch Sorge haben, dass das Kartellamt seine langen, gierigen Finger irgendwie ausstreckt und da jetzt irgendwie auch mitmischen will. Also das finde ich, ein sehr spannendes Thema, was uns auch sehr beschäftigt. Vielleicht 3 Dinge dazu. Es gibt ja nun die berühmte Meta-Entscheidung des EuGH, die übrigens auch, was den Gesichtspunkt Einwilligung und so weiter anbelangt, wirklich sehr tiefgehend ist und aus meiner Sicht Meta dazu zwingen wird, sein Geschäftsmodell in Europa zu verändern. Aber Sie haben recht, unsere Zusammenarbeit mit dem Kartellamt wird noch enger werden. Das hat ja auch das Gericht quasi festgestellt. Und wir sind jetzt auch im Kontakt mit dem Kartellamt, wie wir das noch ein bisschen stärker ausgestalten. Und man muss, glaube ich, 2 Sachen trennen. Erstens die, sagen wir mal, informelle Zusammenarbeit zwischen Kartellamt und uns in den letzten Jahren bei Fällen, die auch uns als die Datenschutzbehörde für Google und Facebook, die wir ja ein bisschen sind in Deutschland, betroffen haben, war gut. Also wir sind im Kontakt, wir tauschen uns aus, wir akzeptieren unsere Meinung. Das wird sich jetzt noch förmlich erweitern. Was aber neu ist, und das haben, glaube ich, viele noch nicht so gesehen, ist, dass wir ja in Interessenskonflikte kommen werden. Also mir geht es nicht um die ausgestreckten Fühler, sondern um die verschiedenen Wertungen. Und noch leben wir ja alle in der Welt, da gibt es die großen amerikanischen Unternehmen und wir von verschiedenen sektoriellen Ansätzen aus versuchen, deren Geschäftsmodell konform hinzubekommen. Aber es wird jetzt immer öfter, glaube ich, Konflikte zwischen Wettbewerbsrecht und Datenschutzrecht geben. Das ist auch im DMA ein bisschen angelegt. Also plakatives Beispiel, der ATT-Mechanismus auf den Apple-Endgeräten. Aus einer Datenschutzsicht super, riesen Privacy-Schritt. Unter Wettbewerbsgesichtspunkten ein klarer Wettbewerbsnachteil für Dritt-Apps. Und das sind, glaube ich, Konflikte, über die wir jetzt mehr miteinander werden reden müssen. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir auf der EU-Ebene dafür so ein Gremium haben. Stichwort EU-Ebene. Vielen Dank. Das sind wirklich alle sehr spannende, interessante Antworten, die wir hier von Ihnen bekommen. Vielen Dank. Schon zwischendurch. Stichwort EU-Ebene, Stichwort European Data Protection Board oder EDSA, Zusammenarbeit, überhaupt Harmonisierung. Das wäre die Idee der DSGVO und der anderen Rechtsakte. Wenn Sie da jetzt so zurückschauen, haben Sie das Gefühl, dass die europäischen Länder da so im Gleichschritt marschieren oder gibt es da doch ein ganz unterschiedliches Bild, was die Durchschlagskraft der Behörden angeht, was die Awareness von Datenschutz angeht im Land? Wie ist so da das europäische Bild? Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja über ein System reden, was es seit 5 Jahren gerade mal gibt. Das ist ja nicht viel für eine Compliance-Struktur und ein neues Recht. Und ich finde, gemessen daran sind wir wahnsinnig weit vorangekommen. Also ich würde sagen, das Datenschutzniveau in europäischen Ländern gleicht sich immer mehr an. Ich finde, selbst die Bußgeldhöhen gleichen sich an, der Blick auf Sachverhalte gleicht sich an. Da gibt es immer noch Verschiedenheiten, aber ich finde, dass das eigentlich alles in eine sehr gute Richtung geht. Und konkret, was den ETSA betrifft, kann ich auch ganz praktisch aus Verfahren berichten. Also die großen Facebook-Verfahren oder Meta-Verfahren, die wir im letzten Jahr hatten, mit diesen Bußgeldern 400 Millionen, Instagram 1,2 Milliarden, jetzt die TikTok-Buße 300 Millionen, das sind ja alles zwar irische Entscheidungen,
die aber in diesen Artikel 65-Mechanismus kommen. Das heißt, die zuständige oder das Herkunftsland, die zuständige Behörde in Europa macht eine Draft Decision. Die Draft Decision kommt verkürzt in den ETSA. Und dann kann jeder Mitgliedstaat, wir koordinieren das für Deutschland, kann sagen, nee, diese Draft Decision gefällt mir nicht. Also häufigster Fall, die Iren sagen, war so ein mittelschlimmer Verstoß und kein Bußgeld. Dann sagen wir, naja, es war schon ein gewichtiger Verstoß und jahrelang und hohes Bußgeld. Und dann müssen wir von 27 Aufsichtsbehörden 14 überzeugen, dass unsere Meinung richtiger ist als jeder Iren. Und dann gibt es Binding Decision und die Iren setzen das um. Und diese Prozesse haben wir jetzt in den letzten 18 Monaten relativ oft gehabt und finde ich, haben zu guten Ergebnissen geführt. Wie man da so? Könnt ihr dann Zahlen nennen? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Wie viele Verfahren? Ja. Wir hatten, glaube ich, 4 Meter-Verfahren, jetzt das TikTok-Verfahren. Es gibt noch laufende bei Google. Also ist jetzt, sagen wir mal, eine hohe einstellige Zahl, als diese großen Verfahren an. Aber bei den großen. Bei den großen, ja. Kleine haben wir das hoch dreistellig sein. Kann man da so eine Art Landkarte auszeichnen? Wahrscheinlich dürfen Sie das nicht sagen. Also Länder, die irgendwie besonders lax und großzügig sind oder und Länder, die besonders streng sind. Also gibt es da so unterschiedliche Cluster oder Clubs? Ja, es gibt große Unterschiede in den Kulturen. Den Kulturen, das ja, vielleicht ist streng gar nicht so das richtige Wort, aber Skandinavien hat eine andere Datenschutzkultur. Die Niederlande sind vielleicht ein bisschen wirtschaftspragmatischer. Die Franzosen sind vielleicht eher strenger. Also ein bisschen sowas gibt es, aber man kann es jetzt nicht so plakativ zusammenfassen. Aber es gibt Unterschiede in den Kulturen und das ist ja der Witz des Mechanismus, dass die zusammenkommen. Und so nach 4 Jahren gibt es auch schon sowas, dass man sagt, wenn wir das so schreiben, dann kriegen wir eher Frankreich mit ins Boot. Also solche Prozesse finden natürlich schon statt. Und ein Level drunter und ein Level drüber. Ich fange mal mit dem Level drunter an, innerhalb Deutschlands, DSK. Ja. Ist das irgendwie homogener geworden? Viel. Also, den Eindruck habe ich auch. Da würde ich das freut mich, dass Sie das sagen. Also ich würde inzwischen sagen, dieses Vorurteil, wir sind alle so zerstritten und in jedem Bundesland gibt es ein anderes Datenschutzrecht, das stimmt immer weniger. Ich glaube auch, dass es früher sehr viel mehr Profilierung gab. Da gab es so dieses Nord-Süd-Schienen-Bild, was man hatte von der Datenschutzaufsicht. Also wir treffen uns viel öfter, wir machen sehr viel mehr einheitliche Handreichungen und Ähnliches, aber wir sind auch insgesamt in der Abstimmung viel besser geworden und deswegen, also die DSK-Entwicklung halte ich für sehr positiv. Also ich bin ganz ehrlich, ich mache natürlich, wir Praktiker, gerade wenn wir mit anderen Jurisdiktionen zu tun haben, machen natürlich auch gerne Witze darüber. Haha, wir haben 16 Behörden. Nein, haben wir gar nicht. Wir haben sogar 18, Bayern hat 2 und noch der Bund und so weiter. Das ist so ein Running Gag. Klar. Aber tatsächlich in der Praxis kommt da nicht viel, also wir können jetzt die Behörden nicht untereinander ausspielen oder sagen, geh mal lieber dahin oder sowas. Das wirkt dann doch homogen. Jetzt ein Level drüber, Welt. Ja, die DSGVO hat ja, man dachte ja zunächst, als es losging, Europa verliert den Anschluss mit so einem strengen Gesetz, aber das Gegenteil ist ja eingetreten. Wie sehen Sie quasi die Weltlandkarte? Haben wir jetzt überall DSGVO-Weltrecht oder driftet das auch irgendwo auseinander? Was ist da zu beobachten? Also ich glaube, wie Sie es auch schon für die USA geschildert haben, immer mehr Länder haben immer mehr Verständnis dafür und blicken ähnlich auf Dinge, wie die EU das tut. Also USA ist vielleicht das plakativste Beispiel. Brasilien hat jetzt ein sehr modernes neues Datenschutzrecht. Also da kommt, glaube ich, relativ viel, was in eine ähnliche Richtung geht. Ist ja vielleicht auch gar nicht gut, wenn es 100% die DSGVO kopiert, sondern für sich was anderes hält. Die Problemlagen kommen, glaube ich, eher aus dem, was wir eben kurz gestriffen haben, also Zugriff der Geheimdienste auf Daten und Ähnliches. Also ich würde mal sagen, das chinesische Datenschutzgesetz ist super. Ja. Das Datenschutzgesetz in China ist super, aber der Zugriff der Geheimdienste ist natürlich mehr als schwierig. Und deswegen glaube ich, dass man schon sagen kann, dass die Rechtslagen immer mehr zusammenwachsen, auch weltweit. Aber natürlich in totalitären Systemen gibt es keinen Datenschutz. Das ist halt so. Kurzer Blick in die Glaskugel oder erstmal so eine kleine Glaskugel für 2024. Ja. Was steht an? Also KI wird uns weiter beschäftigen, klar. Auch dann, wenn es um die Umsetzung des AI-Acts geht. Gesundheitsdaten habe ich erwähnt. Das wird nächstes Jahr aktiv werden.
Ich glaube, ein großes Thema wird alles um den Beschäftigtendatenschutz rundherum werden. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt. Da ist ja ein Gesetzentwurf im Bund, glaube ich, relativ auf der Zielgeraden. Wir machen gerade eine Untersuchung oder eine Handreichung für Recruiting, also Bewerbungsmanagement und Datenschutz, und werden 24 dann auch relativ gezielt Prüfungen im Bereich Recruiting machen, um dann die Umsetzung dieser Handreichung zu prüfen. Dann wissen Sie ja, ist ja vom EuGH 26 BDSG quasi aufgehoben worden. Also in diese Lücke, da werden wir uns vermehrt mit beschäftigen. Und ein viertes Thema ist alles mit Data Breach zusammenhängt. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir sind ja auch Empfängerbehörde für Data Breaches. Das kriegen Sie wahrscheinlich noch mehr mit als wir. Vor 2 Tagen habe ich Post von Ihnen bekommen, ja. Ja, Zahlen explodieren, genau. Und wir werden uns damit werden auch unsere Prozesse umstellen, um dann noch besser zu werden, auch selbst noch schneller reagieren zu können. Und Hauptthema ist eigentlich, dass die Unternehmen, die ja gut melden aus meiner Sicht, auch richtigerweise, weil sie dann von Bußgeldern verschont bleiben, aber die Information der Betroffenen, da ist noch großer Ausbaubedarf und darauf werden wir auch ein bisschen achten. Lieber Fuchs, vielen, vielen Dank für diesen spannendes Insight. Und ich merke, Sie sind, es steht mir gar nicht zu, das zu sagen, aber Sie sind wirklich sehr gut in Ihrem Amt angekommen. Sie sind ja in allen Themen persönlich tief drin und haben auch aus meiner Sicht den richtigen gestalterischen Blick auf den Datenschutz. Das reine Verbieten, das bringt uns nicht weiter. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier dabei waren, zu Gast in unserer September-Ausgabe. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Zusehen. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal im Oktober bei Tech & Law TV. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.